Herzlich willkommen, ihr Lieben. Mir ist es eine ganz, ganz große Freude, euch heute über das intuitive Singen nicht nur zu erzählen, sondern euch auch einfach in die Erfahrung zu bringen. Ich freue mich riesig, dass Michael heute dabei ist. Michael Stillwater, you're very welcome. I'm so full of I'm so grateful that you join me and to introduce a bit about intuitive singing. Wonderful to be here with you, Nada. So, ihr merkt schon, Michael spricht Englisch und ich werde immer wieder switchen. Ich habe mich einfach bedankt bei Michael, dass er hier ist und dass ich mich einfach riesig freue, weil ich durch Michael diesen Zugang zum intuitiven Singen bekommen habe. Michael macht einfach ganz wundervolle Workshops. Er gibt einen Raum, der einem wirklich erlaubt, ganz tief connected zu sein mit der Seele, mit dem Herzen und von innen heraus zu erlauben, dass die Lieder sich entfalten dürfen. So, Michael, was immer Michael ist, Michael kann man eh nicht beschreiben. Es wird im Infoteil, wird es Links geben zu der Person, wer Michael ist. Aber ich glaube, dass ihr ihn erfahren könnt, dass ihr ihn wahrnehmen könnt. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Er, ja, jetzt ist leider gerade Sommerpause, aber er hat noch ein paar Sachen, die er jetzt online anbietet. Und ja, wer immer da einen Ruf fühlt, dass das Lied in ihm wartet, zum Ausdruck zu kommen, wer diesen Zugang zum intuitiven Singen haben möchte, kann ich wirklich Michael herzlichst und wärmstens empfehlen. So, Michael, do you want to say just a few words? Otherwise, all the informations will be there. So, how how did you find the way to the intuitive singing? So, ich habe Michael gefragt, wie hat er den Weg gefunden für sich zum intuitiven Singen? Yes, how it all began. Yes, So, also wie alles begonnen hat. so I saw myself as a songwriter for many years, and would write songs and chants, and in the traditional way, which is you take time to find the way the musical note goes with the word. So, Michael sah sich also als Liedermacher, als Songwriter, das heißt in der traditionellen Art und Weise. Das bedeutet aber auch Zeit zu brauchen, um die Worte mit der Musik zusammenzubringen. And then it happened over 40 years ago that I had the experience of letting the song come through in the moment. Und dann vor über 40 Jahren passierte es, dass er eben den Zugang zu diesem intuitiven Singen bekommen hat, das Lied aus diesem Moment heraus kommen zu lassen. And this happened because it was actually someone, a friend who had poetry, and she showed me a poem of hers, and I sang the words of the poem without taking time uh, to figure out what is the right note to go with the word. I just sang the words that were in front of me. Und es begann eben, dass jemand ihm ein Gedicht gegeben hat. Und Michael hat einfach aus dem Moment heraus das Gedicht gesungen, ohne drüber zu überlegen, welcher Ton jetzt der richtige ist. And she loved that, and so she brought out another poem and kept bringing out her poems, and I kept singing them to her, and it gave her the feeling of being a songwriter all of a sudden, not just writing poems, but here it became a song. So, und ihr gefiel das und sie hat ein Gedicht nach dem anderen Michael gegeben und sie hatte das Gefühl, sie ist jetzt ein Liedermacher, sie ist ein Songwriter, weil auf einmal ihre Gedichte eben, ja, Melodie hatten und Michael sie gesungen hat. And that evening we went to a party, and she told some people, she said, "What happened?" And she said, "This is amazing. He did these songs out of my poems." And so they began bringing their poems to me. Ja, und er wurde zu einer Party eingeladen, war auf einer Party und sie erzählte das und auf einmal kamen andere, die ihm auch Gedichte gaben und Michael hat sie gesungen.
And so one after another, they brought their poems, and I sang their poems to them. And then one person did not bring a poem, and so I said to them, "Don't you have a poem?" And they said, "No, I don't write poems." Und eben einer nach dem anderen kam zu Michael, gab ihm die Gedichte und Michael sang sie. Und einer war, denn der hat ihm keins gegeben. Und Michael fragte, ja, hast du kein Gedicht? Und sagte, nein, ich habe kein Gedicht. And I said, "I understand you don't write poems, but there's a poem inside of you." Und Michael sagte, ja, ich verstehe, dass du keine Gedichte schreibst, aber da ist ein Gedicht in dir. And so I sang a song that I felt was the poem. In other words, I was kind of reading the energy of the poem inside of him. And that was my first experience of what I call intuitive songwriting as a grown up. Ja, und das war seine erste Erfahrung, was Michael eben als intuitives Songwriting bezeichnet, dass er im Prinzip das Gedicht, was er wahrgenommen hat, das er wie gelesen hat im anderen, dass er das gesungen hat. And that is something I continued to do for long until now. I continued to do that, of creating songs, feeling the energy, feeling what's inside of someone, and then singing to that being in front of me. So, und das ist was, was Michael nach wie vor macht bis zum heutigen Tag, dass er eben Lieder für andere singt, das, was er wahrnimmt, in einem Lied zum Ausdruck bringt. But on the other side, you are inviting people to find the song with themselves. So auf der anderen Seite gibt Michael die Erfahrung, gibt den Raum, die Erfahrung zu machen, nicht nur Michael kann das, not only you can do that, sondern dass wir alle diese Gedichte in uns haben, diese Lieder in uns haben, die darauf warten, eben rauszukommen. So that everyone finally has a song within who's waiting to come out. And you are giving the space, the room, you are, introduce us. Well, it's actually something that all the children around the world are doing already. So, und das ist So etwas, it's yes. was Michael sagt, das ist etwas, was alle Menschen, was alle Kinder auf der ganzen Welt ganz natürlich machen. And we as children would make up songs spontaneously as just part of life. It was a natural flow. Und wir eben, als wir Kinder waren, war das ein ganz natürlicher Ausdruck, es war ein ganz natürlicher Fluss, unsere eigenen Lieder zu singen. Einfach drauf loszusingen, aus dem Moment. And we didn't need to call it anything. We didn't call it intuitive songmaking. It's just life. It's just the flow of our creative interaction with our environment and with our feelings and with what's happening all around us and inside of us. So that is something that is universal and it's just going on all the time. Ja, und es ist so natürlich gewesen, es ist universell und wir haben das damals nicht genannt, intuitives Songmaking, sondern es war etwas, was wir ganz natürlich zum Ausdruck gebracht haben, etwas, was wir in uns gefühlt haben, was uns bewegt hat, was uns inspiriert hat durch die Umgebung. Also etwas, was eigentlich Teil unserer Natur ist, was uns als Kinder noch ganz natürlich zugänglich war. The thing is, as probably many who are listening know, is that even though it is natural and it's something that children do all over the world, something happens as we grow up for most people that stops that flow. It cuts it off because we begin to think about it. We begin to judge it and criticize it. Ja, und I just tell a bit more because I know Yeah. that you met so thousands of people. Michael hat einfach Tausende von Menschen weltweit getroffen und gefragt. Und es ist etwas, was passiert, wenn wir erwachsen werden, wenn wir heranwachsen, dass dann der kritische Verstand kommt, die Bewertung kommt, was diesen natürlichen Fluss einfach unterbricht. And so there's a
a fear that develops of expressing ourselves for many, many people. And often it's a feeling of shyness or being embarrassed to show ourselves. Ja, und es ist einfach eine Angst bei ganz, ganz vielen, tatsächlich sich zu zeigen und das auszudrücken, was da ist. And often we also compare our voice with a voice of some great singer, and we think, oh my goodness, why should I even try to sing because they're so good? Genau, und passiert einfach auch ganz, ganz oft, dass wir einfach vergleichen, dass wir vielleicht unsere Stimme vergleichen mit irgendjemandem, der einfach eine ganz tolle Stimme hat. Und dann sagen wir, warum soll ich denn singen? Weil der hat so eine tolle Stimme. So one thing I like to speak about is there are two paths of expression that we are familiar with. And one of them is the performance, and it's the trained voice, and it's going through sometimes studies of music, or certainly it's going through performance in front of many people and developing one's art that way. Ja, und es gibt zwei Wege, einfach zu singen oder sich zum Ausdruck zu bringen über den Gesang. Das eine ist, dass man es wirklich studiert, dass man einfach das entwickelt, dass man eine gute Stimme entwickelt, eine Technik entwickelt und dann vor einem großen Publikum es performt, also darstellt. And so that path, that approach, is for many, many, many people feel that that is the only way of music or expression or how to share one's inner voice is going that direction. Und für viele, viele ist dieser Weg, das eben zu lernen und zu perfektionieren, der einzige Weg, um letztendlich das zum Ausdruck zu bringen, zu singen, was in einem ist. And it's a beautiful path. It's a wonderful path. It takes confronting the fear of being judged or criticized and just going through all of that. So you have to have a courage to go through all of that to come out with your artistry and your performance. Ja, und es ist ein schöner Weg, also Michael sagt, es ist ein schöner Weg. Und wer den Weg geht, der muss mutig auch sein, mit der Kritik umzugehen, mit all dem, was auf diesem Weg einem auch entgegenkommt. Es ist ein schöner Weg. And alongside of that way, there's another way. And we could say that this other way is actually underneath and it's inside of all creativity. And I would call this the natural way, the natural expression that is available to all of us. Und der andere Weg der liegt wie drunter, der ist genauso da. Michael sagt, das ist eher dieser natürliche Weg, der für uns alle zur Verfügung steht. And what I have had the joy of doing for many, many years is inviting people to come into contact with their natural voice, their natural expression. Ja, und Michael hat einfach die Freude und ist dankbar, dass er den Zugang hat, einfach Menschen zu helfen, zu diesem natürlichen Weg zu finden, um diesen natürlichen Ausdruck über die Stimme, ja, frei zu machen und ihn zum Ausdruck zu bringen. And what I learned is that it's very necessary to do this very gently, very step by step, carefully creating a safe place to come out because so many people are locked inside. Ja, und was Michael gelernt hat, ist, dass es wirklich ein sehr behutsamer Weg ist, wie einen sicheren Raum zu geben, in dem man sich sicher fühlt, damit es rauskommt, weil die meisten Menschen da eine Blockade haben. And So you're doing also, it so well, Michael. thank I you. experienced so many years. Ja, und Well, it's also, yes, you want to say that? Michael macht es einfach.
Ja, ich kenne Michael jetzt über viele, viele Jahre und ich durfte viele Workshops und viele Seminare und Trainings besuchen. Und ich erlebe ja, wie viele Menschen, nicht nur ich selbst, sondern durch diesen Raum die Menschen wieder dazu finden, zu dem intuitiven Singen. And in this process, my wife and Doris and I began making films to help show people this process. And the film that probably speaks most directly to this is called Beyond the Fear of Singing. Ja, und Michael und seine Frau Doris begannen dann auch Filme zu machen, auch über dieses Thema, über Great Song, über verschiedene. Aber ein Film ganz besonders ist dieses Jenseits der Angst zu singen. And in that, it's showing how many of us. So the purpose of that film is just to see we're not alone in this feeling of fear, and also we're not alone in the opening and the process of opening to the possibility that's in Ja. all of us. Ja, und was der Film eben zeigt, vielleicht schaut ihr euch den an, ist, dass wir nicht alleine sind, mit der Angst zu singen, aber auch auf diesem Weg uns dann zu öffnen, damit das wieder rauskommt, das intuitive Singen. So I think we go a bit to practice Yes, exactly. to Yes. let people feel and how it looks like, how it sounds, how it works. What do you Yes. think? I think that's a good idea. And it may even be we could show a short piece of from Beyond the Fear of Singing at some point. That could be beautiful. Just share it. Well, we'll see about that. But what I will do is bring out my guitar now, and uh, as a guitarist, I have found that the instrument is very helpful for creating a harmonic background for this process to happen. So, und Michael ist Gitarrist, also er hat sich jetzt die Gitarre geholt. Wir werden es jetzt gleich praktizieren, dass ihr es hören könnt. Und er hat das Gefühl oder seine Erfahrung ist, dass ein Instrument, so was er jetzt auch mit der Gitarre macht, er hat bestimmte Akkorde, die er spielt. Das ist wie so ein Feld, auf dem es leichter ist, tatsächlich dann ein Lied entstehen zu lassen. Also als ich Michael, I just tell in short the story when I met you the first time and got all the song sourcing tracks. So Michael hat tatsächlich eine Doppel-CD kreiert mit solchen Tracks, wo diese Gitarrenklänge, die harmonischen Gitarrenklänge in unterschiedlichen, ob das Jazz ist, ob das Folk ist, ob das Rock ist, ganz unterschiedliche Stimmungen, die sind da, die kann man sich auch runterladen. Und dazu fällt es mir auf jeden Fall, und ich habe ja die Erfahrung den anderen auch, sehr leicht, tatsächlich Lieder herausbringen zu lassen. Ich weiß, als ich Michael begegnet bin, ich habe mir natürlich diese CD gekauft, ich habe Nächte durchgesungen, weil ich so überrascht war und so begeistert war, was da für Lieder drin sind, die fertig einfach rauskommen. So I just spoke about your tracks, so we have it in the information, and I loved it to sing nights and days and nights ongoing, and just to were so amazed what is coming out, what songs in there already finished. So it's such a great experience what is within us. Exactly. It's in us. It's in all of us. And the question is how to bring it out. That's always the question. If it's in us, how do we bring it out? And so as you said, these tracks were recorded to make the process easier. And the tracks were born from my experience of many years of seeing how simple chord patterns repeated so they don't vary. It's just simple chord patterns create a safety for the mind to trust that a melody can arise and it will fit with the chords. So what we're doing is we're making a soundtrack for the heart to express itself.
Ja, und diese Tracks sind eben entstanden durch die vielen Jahre der Erfahrung und Michael hat gemerkt, dass so ganz einfache Gitarrenabfolge von Akkorden einfach wie so ein sicheres Feld geben, dass das Herz wie vertrauen kann, dass darauf dann ein Lied sich zum Ausdruck bringen kann. And there's so many possibilities. I mean, and so anyone who's watching who plays an instrument, keyboard or guitar, particularly, it's the accompanying instruments. Because if you play flute, that's a beautiful melody instrument, but it doesn't allow you to sing with it so easily, right? Ja, und eben, wer Instrumente hat, kann die natürlich benutzen. Die sind wundervoll, aber wenn man zum Beispiel eine Flöte hat und spielt, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig dazu zu singen. So I'll just give an example of a pattern. So just very simple is good. Michael gibt also ein Beispiel jetzt, was sich anhören könnte und eben wie einfach es einfach auch gehen kann. And the thing is, once you get a pattern going, the mind can relax and can trust that we can lean into it and just see what kind of words and melody want to come out. Ja, und wenn eben so eine Abfolge der Akkorde gefunden worden ist, dann kann sich der Verstand entspannen und es beginnt dieses Vertrauen, dass ein Lied und eine Melodie mit Worten entstehen kann. And slowly we gain confidence. We trust that whatever we do is going to be okay. Ja, und es beginnt einfach, dass wir Vertrauen lernen und vertrauen, dass was immer jetzt geschieht, dass es in Ordnung ist. Whatever we do, whatever we sing, it finds its way. It finds its way into this life. And it doesn't have to rhyme. So you can just play with the freedom of your voice and your words. That's the whole idea of the practice of intuitive songmaking, is to play, and yet you find that it can be also very deep. It can be a very deep experience, because as we do this, as we let it happen, things are happening inside of us. We are opening doors to different parts of ourself that get to express, and maybe they've been hiding away for a long time, and they begin to come out as we sing. Ja, mittlerweile werdet ihr Michael auch in Englisch verstehen. Und was er sagt, ist, dass das Wichtigste ist, wirklich zu spielen. Es muss sich nicht reimen, sondern in dem Moment, wo wir erlauben, dass wir spielerisch erlauben, dass es rauskommt, passiert etwas in uns. Es können sich wirklich Tore öffnen, Wege öffnen in uns, die lange, lange verborgen und verschlossen waren. Es kann so viel innen passieren, dadurch, dass wir erlauben, spielerisch mit diesen Klängen, Melodien und Worte entstehen zu lassen. I have witnessed thousands of people who believe they can't sing, singing, not only singing, but singing original songs. Songs are born in the moment, and they sing to each other. They are singing to each other. They're singing from themselves, and they can sing to each other. And in that process, there is such a liberation that occurs. It's a freedom that occurs, because
in a lot of ways, we're returning back to our essential, creative, beautiful self. And it's also a place of accepting ourselves, of honoring ourselves, of loving ourselves. And it goes all together. Ja, So, und Michael hat wirklich Tausende bezeugen dürfen, die gedacht haben, ich kann nicht singen. Die dann aber in diesem geschützten Raum nicht nur für sich selbst gesungen haben, sondern auch füreinander, für andere gesungen haben. Und dieser Zugang wieder zu diesem sensitiven, kreativen Wesen, das wir sind, ist auch wie ein Prozess des sich Akzeptierens, freundlich mit sich zu sein. So you said so beautiful things. I didn't get any. that's fine. I mean, here's the thing. It's such a simple practice. It's so simple. Obviously, you're those who are watching, you see, here I am just playing a few chords on the guitar. I mean, it's so simple. So, And was Michael it eben sagt, dass das wirklich hier etwas ganz, ganz Einfaches ist. Er sitzt einfach da, macht ein paar Akkorde, eins nach dem anderen, und es ist etwas ganz Einfaches. so I would use the word even it's deceptively simple. In other words, it we're in a way we're tricking the mind. We're tricking the mind to relax for its own good. It's not for anything bad. Because as we do it, it's like a key. We've creating a key to unlock that part of us that really does love ourselves Hm. and lets love come through us. Und was Michael sagt, dass es ein kleiner Trick ist für den Verstand, für den Intellekt, ihn ein bisschen auszutricksen mit diesen Akkorden und mit diesem Feld, weil es gibt diesen Teil in uns, der Liebe ist und wo Liebe rauskommt und sich zum Ausdruck bringt, der liebevoll zu sich selbst ist und zu anderen. Und der wird dadurch, wenn der Verstand dann leise ist, wenn der ausgetrickst ist, der wird wie unlocked, also aufgeschlossen, der ist frei, wieder zum Ausdruck zu kommen. I often talk about the river of song. The river of song is a metaphor or it's a symbol. Ja, Michael spricht ganz oft von dem Fluss der Lieder. Ich bleibe gern im Englischen, River of Song. What did you say? The River of Song? Well, it's a symbol, but it's actually a creative. It's a way to describe the creative flow that's always present. It's always available. Ja, das ist zwar symbolisch gemeint, aber es bezeichnet auch diesen kreativen Fluss, der ununterbrochen stattfindet und mit dem wir verbunden sind, von dem wir Teil davon sind. And when we relax and trust and enter in our own river of song, amazing things happen. Ja, und wenn wir uns eben entspannen, wenn wir vertrauen und einfach uns diesem River of Song überlassen, dann geschehen wundervolle Sachen. So I think I'm done with translation. Can I invite you to sing? Yes. But I want to say one more thing before that. And that is that when that happens, when we let go into the river of song, um, it's well, let me just say that you cannot, before you go into the river of song, you can't imagine how beautiful it's going to be. And that it doesn't require training. It's actually more about letting go. It's more about letting go. Also was Michael sagt, ist eben, in dem Moment, wo wir uns wirklich diesem River of Song, also diesem kreativen Fluss hingeben, können wir uns nicht vorstellen, wie wundervoll das ist. Und es braucht kein Training, wir müssen es nicht lernen. Es ist
letztendlich nur ein Vertrauen, ein Loslassen, ein sich übergeben in diesen kreativen Fluss, der da ist und auf uns wartet, dass wir wieder Teil davon sind. So what I would like to do now is sing a song from this intuitive place. And what I have found is that the greatest inspiration for this is someone else. And you are here, so if you're willing to have me sing a song to you, then we'll get to show what that is. Okay, was Michael jetzt gerne machen möchte, ist, er hat herausgefunden, dass es diesen kreativen Fluss, dieses intuitive Singen leichter ist oder leicht ist, es für jemanden zu machen. So, er macht Song Portraits, Honoring Songs nennt er das, also Lieder der Wertschätzung, der Ehrung. Und da ich jetzt hier gerade bin, fragt er mich, ob ich bereit bin, dass er ein intuitives Lied jetzt für mich machen darf. And you know, I'm always ready for that. Yes, I know that. But what I would want from you is a theme. So what is the theme that is you're feeling now that would be good for you? Und Michael fragt mich nach einem Thema. Und er fragt mich, was ist ein Thema, was für mich jetzt gerade für mich wahrnehmbar, spürbar ist, wo ich das Gefühl habe, es ist gut für mich. Yeah, I would love that so many people as possible got the connection to the river of song. So, and how we can support that. So how can be I an instrument for that as most as possible people get the connection to this. Also was jetzt wirklich da ist, was mir so sehr am Herzen liegt. Mein Thema ist, dadurch, dass ich das erfahre seit vielen Jahren, was das macht, diesen Zugang wieder zu haben, diese Lieder kommen zu lassen, intuitiv zu singen, dass ich natürlich möchte, dass so viele Menschen wie möglich da wieder Zugang zu finden. So, das ist das Thema, zu dem ich Michael einlade, dass er ein Lied macht. Okay. So then my process is just as I showed before, is I start with the guitar and just let a pattern emerge, and I relax and feel you, Nada, and I am feeling the theme inside of me, and then the song just comes out. So, was Michael macht, also er beginnt, wie er es schon beschrieben hat, mit ganz einfachen Abfolgen von Gitarrengriffen und er verbindet sich mit dem Thema, was ich jetzt gesagt habe, und er fühlt dieses Thema in sich und aus diesem Raum heraus wird dieses intuitive Lied jetzt entstehen. It's always here. It's always here inside. There is a song that is living, and from this song we can never hide. It's a river, river of song. It's a river in which we all belong. And there is nothing that I have to do
except get out of the way. There is nothing that I have to do. The song, it always knows the way. And there's a song inside of you and a song inside of me, and it's always been here all along. It knows the way and it knows the tune, and it knows the words to sing right along. Hey, always and ever I feel it. Just need to let go to feel it. Just need to let go to remember. This song is who I really am. Always and a new day starting. A new day starting this way. Always, yes, a new day starting. The song, it always comes this way. And I know, yes, I know that this song wants to grow. This song wants to grow through you. Yes, I know that this song wants to grow. It's gonna find a way. I know it's true. Yes, I know this song wants to grow through you. Yes, I know that this song, it's gonna grow. It's gonna find a way through you. Yes. Das ist immer wieder ein großes Geschenk, ein neugeborenes Lied zu empfangen und zu hören. So it's always a great gift to be present when a new song is born. Well, Nada, if you feel to, only if you feel to, you don't need to, but if you feel to sing from you to me, just however it flows, that would be beautiful. Okay, also Michael lädt mich ein, jetzt soll ich für ihn singen. Ich habe keine Gitarre jetzt gerade, ich hätte eine Shruti-Box. Okay, so, dann bekommt ihr das jetzt hier live, wie das ist. Und do you have a theme? Yes, my theme is to be open to the new, and to be willing to be surprised by life, to let life find its way to surprise me. So, ich habe Michael nach seinem Thema gefragt und Michael sagt, er möchte offen sein für das Neue und wie das Leben ihn einfach überrascht. Und was Michael normalerweise immer sagt, usually you're telling the people should feel how it feels when it's already done. This is right. So that's for me to feel the openness to life. So that's my practice, just to breathe in the openness to the new and to being surprised right now. So, und eben, Michael ist jetzt eingeladen, eben einzuatmen und zu fühlen, wie er offen ist für das Neue und vom Leben überrascht zu werden. So, let's see what kind of the light is coming. I am open for life, I am
My soul is inviting me to be open, open my heart wide open. Life can come, life can flow, and I'm here and I'm open for all. I am open for myself, I'm open for love, I'm open for all miracles. I am open, because I know I am in the hands of God. Sometimes it's disturbing. Wonderful. Thank you so much. That was so beautiful, Nada. Very, very beautiful. And it was nice to have the Shruti box there and singing against that. So, and it's beautiful because you demonstrated this practice just in a beautiful way. Yeah, and it was so nice to experience you, to feel you, your heart and your soul was just open like a little child to just see, okay, life, what's going on? Surprise me, come, I'm open, I'm ready. Looking forward. So Ja, since you sang that in English, maybe you should translate what you were singing. okay, jetzt hat Michael mich eingeladen, das zu übersetzen, was ich gesungen habe. I don't know. For me, it's always, I don't know what's happened. I just can remember. Manchmal vergesse ich dann auch die Sprache, in welcher Sprache eigentlich gesungen wird. Es ist dann so it's universal. So I always forget which language I was the song. So, aber was ich gesungen habe, was ich erlebt habe, wie Michael einfach so offen ist, sein Herz war einfach offen und er war einfach wie so ein kleines Kind und sagt, hey, Leben, hier bin ich, überrasch mich, ich bin hier mit einer einfach offenen Seele, einem offenen Herzen und einfach bereit und as well to know you're safe in the divine. So, also auch, dass Michael fühlt, er ist sicher in dem Göttlichen, im River of Song, also im Fluss der Kreativität des Liedes. Yes. Now we'll see what's coming. So one of the joys that I have had is seeing the evolution of this process, how it continues to show new things, surprises, new ways of sharing it. So, und eben, was Michael jetzt auch erfahren hat, dass es ständig sich verändert, dass es immer wieder neu ist, auch neu, wie es sich ausdrückt. Genau. So one way that I have shared it from me, from the process, is I call song portraits. And I think you mentioned that before. And Yes. that's where I create and record, we could call them medicine songs for anyone who wants that. And I do that online. So that's one way I have of sharing this gift or this way of expressing. Ja, und eben das hatte ich vorhin schon erwähnt, das sind die Song Portraits, die Michael einfach anbietet, jetzt auch online. Also er wird jetzt auch next week is the ChantWave and then the week later, weekend later. Also am Samstag in 8 Tagen wird eben auch dieses Honoring Zeremonie sein, wo Michael diese Lieder für jemanden singt und die können wirklich wie eine Art Medizin benutzt werden, weil man ja etwas wünscht, was darauf wartet, dass es sich erfüllt. Und diese Lieder sind so unterstützend, die können für Heilung sein, für eine Erfüllung, für etwas, was darauf wartet, dass es geschieht. So I just explain a bit Yes. what's about. Und ja, Michael nimmt die auf, er schickt sie, er schreibt dann auch den Text ab. Und ich habe das selbst erfahren, dass man diese Lieder immer wieder hören kann. Und es ist wirklich, es wirkt wie
eine Medizin. Ja. And then it's further developed in wanting to invite people to go deeper into this practice. And so for that, something developed over the last year, which is called SongLife training. Ja, und was sich auch entwickelt hat jetzt in den letzten 2 Jahren oder in den letzten Jahren, ist, dass Michael gerne Menschen unterstützt darin, dass sie selbst in diesen Prozess kommen, selbst es weitergeben können. Und daraus ist das SongLife-Training entstanden. And SongLife training has happened, it happens both online and also in real life or in a retreat setting. Und Michael bietet das jetzt mittlerweile auch online sogar an, aber eben auch physisch in einem Retreat. Ich durfte vor knapp 2 Jahren dabei sein beim ersten SongLife-Training und es ist einfach unbeschreiblich. So in SongLife training, it's supporting your intuitive song making to bring that out, to deepen it, and your songwriting. You're able to take from your song, intuitive song, new songs arise, and so songwriting is the refinement of that. Ja, und eben im SongLife-Training ist es, dass man es wirklich selbst für sich vertieft. Einmal das intuitive Singen, aber eben auch das Liederschreiben. Das heißt, man verfeinert das, was intuitiv kommt, kann man dran polieren, um wirklich eigene Lieder dann zu haben. And then for those who want is to learn more on the guitar to support this process. Ja, und für die, die es lernen möchten, ist ein Teil davon tatsächlich auf der Gitarre dann das zu unterstützen, diesen Prozess zu unterstützen. Und Michael hat einfach da unglaublich einfache, so really simple, with just moving a bit the fingers. Also ich war erstaunt, dass Just Share, da waren Menschen, die haben wirklich gerade 2 Wochen vorher sich eine Gitarre gekauft. Die hatten vorher noch nie eine Gitarre in der Hand und dann waren natürlich schon Profi-Gitarristen dabei und alle haben wir gelernt, weil Michael mit wirklich nur ein bisschen Finger versetzen unglaublich schöne Klänge zum Begleiten einfach der eigenen Lieder dann auch uns weitergegeben hat. So up until 2 years ago, I had only done this in live settings, but because of the Corona experience, everything went online, as so many know and have done that. And I didn't know if it would work, if intuitive song and guitar teaching and songwriting and all of that would work online. And as it turns out, it worked beautifully. And so I've been sharing with you and many other people over this last year, um, just just beautiful gatherings of people online going deep into our connection through song. Ja, und Michael hat es früher natürlich nur physisch gemacht. Er ist gereist und hat eingeladen an unterschiedlichsten Orten. Und durch Corona ist auch er Gänsefüßchen gezwungen worden oder hat einfach das Online jetzt angeboten. Und ich war bei einigen seiner Kurse online dabei. Es sind Menschen aus der ganzen Welt. Und Michael war wirklich überrascht. Er wusste nicht, funktioniert das, intuitiv gemeinsam zu singen, Lieder zu schreiben, Gitarre zu lernen und er hat herausgefunden, es ist wundervoll, es funktioniert wundervoll. And happily, the world is opening up, so that in October there'll be a live retreat, a setting on for those wanting to go deeper into this practice Ja, in northern Germany, in Melle in northern Germany. genau, und da jetzt wieder alles ein bisschen offener ist, wird es dieses Jahr wieder möglich sein. Ich freue mich schon drauf. Im Oktober wird es also wieder so eine Retreat geben und das war einfach, das ist in Melle, es ist oben, also für uns Süddeutsche ist es weit oben. Michael lebt in Finnland, da ist es nicht so weit. Ein ganzes Haus, ein ganzes Retreatzentrum singt von früh bis spät durch die Nacht. Überall sitzen sie mit ihren Gitarren oder Shruti-Box oder wie auch immer und
Ja, ich freue mich. I'm looking so much forward to join That's again. right. And that's where we'll connect again, is there at that retreat. That's beautiful. Ja, und da ist nicht einfach so, I just share my experiences, Yes. not only from musicians. So, Yes. es ist wirklich, meine Erfahrung ist, es ist nicht einfach nur für Musiker, sondern Musik und Singen ist für mich ein Teil unseres Wesens. Wie gesagt, als Kinder haben wir schon gesungen. Und in dem Moment, wo wir wieder zurückkommen und wieder erlauben, singend durchs Leben zu gehen, über das zu singen, was uns bewegt, was wir fühlen. Und ich benutze es wirklich ganz oft, wenn irgendetwas ist, wo ich merke, was ist denn da los? Ich setze mich hin, nehme einen Track von Michael, beginne zu singen. Da öffnet sich viel mehr als in vielen Meditationen. So I use it when there's something going on within. I don't know what's going on, so I take your tracks, sit there, and let the song come out. And it's surprising what is coming up, much more usually than in deepest meditations or reflections or also deswegen ist es mir so ein Herzensanliegen, deswegen mache ich das, weil es für mich auch wie zurückkommen zu sich selbst ist, einen Ausdruck seiner Seele, seines Wesens zu finden, der eigentlich ganz natürlich ist zu singen, und diese Rückverbindung wieder zu sich und daraus zu singen, das zum Ausdruck zu bringen, ja, ist für mich so heilsam und so, it makes like, it's like healing, it's completing, it's connecting within my true self, and it's such a beautiful way. So that's the reason that I invited you, and I'm so grateful that you say yes. So, und wir hoffen einfach, dass wir es euch ein bisschen näher bringen konnten und euch vielleicht inspirieren konnten, euch wirklich darauf einzulassen, ja, beginnt zu singen. I mean, if you, Whoopi if Goldberg said this in one of your films, I think. Take a yes, deep breath yes. and then sing a song. She said that just there's the song. The song is the breath, and it's one and the same. If you like, we could finish, or whenever you're ready to finish, I can just sing a chant, and so people can hear that and feel that. Ja, das wäre schön. Michael hat gerade vorgeschlagen, jetzt zum Abschluss ein Chant zu singen. So, und ihr seid einfach eingeladen, mitzusingen. Yes. Yeah. I am here to release all of my fears, come to peace with all my tears, and discover what it means to be alive. I am here to release all of my fear, come to peace with all my tears, and discover what it means to be alive. I am here to release all of my fears, come to peace with all my tears, and discover what it means to be alive. I am here to release my fears, come to peace with all my tears, and discover what it means to be. Oh, I am here to release my fear, come to peace with all my tears, and discover what it means to be. Oh, I am here to release my fears, come to peace with all my tears, and discover what it means to be alive.
alive. I am here to release my fears, come to peace with all of my tears, and discover what it means to be alive. Discover what it means to be. Discover what it means to me. Discover what it means to be alive. Zu fühlen, wenn man singt, diese tiefe Verbindung wieder zu sich selbst, zu dem, was lebendig ist. Es ist wundervoll. Thank you so much, Michael. Thank you, Nada. Thank you for inviting me into this experience to share with your friends, with your network, with your community. Thank you so much. Ja, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr euch hier drauf eingelassen habt und ja, einfach voller Dankbarkeit und sehr lebendig. I'm feeling very alive. I'm very grateful. Today I choose to let myself be kinder. Today I choose to love myself. Today I choose to let myself be kinder. Today